Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Episode Nummer 19. Mein Name ist Dominik, das ist Jan und wir sind immer noch bei OneFootball unterwegs und machen das hier im Privaten und heute sind wir mal wieder ganz alleine, Ja, endlich wieder eine Armlänge Abstand hier. wie sich das gehört. Richtig. Bisschen Luft zum Atmen und auch ein bisschen mehr Luft, um Trikots zu zeigen hier, ne? Genau, heute ist es mal wieder vergleichsweise klassisch, keine Fanfolge, sondern wir beschäftigen uns mal mit den Regularien der UEFA, so staubtrocken es klingen mag. Aber ihr werdet gleich noch sehen, was die UEFA sich alles hat einfallen lassen, damit die Trikots so aussehen, wie sie jetzt aussehen. So viel sei verraten. Müssen. Ihr kennt es, Jan weiß es hoffentlich, die Auflösung zum Quiz der Woche. Ja, United Heimtrikot, um das mal möglichst kurz zu machen. Sehr gut. Ich glaube, es ist auch aus der sehr erfolgreichen Zeit noch von Man United, als die dreimal binnen kürzester Zeit im Champions League Finale standen. Also Aha. zwischen 2008 und 2011. Und ich glaube, das ist das Finaltrikot von 2011. Wobei ich glaube, in dem Finale haben sie sogar weiß getragen. Aber aus der Saison, also ich sage, das ist das Home-Trikot von 2010, 2011. Es ist ein bisschen wie vertauschte Rollen. Es ist knapp vorbei. Ah, Es ist das Heimtrikot, war natürlich vollkommen Ja. richtig. Das Heimtrikot von der Saison 2009, 2010. sehr gut, Also- also ausgerechnet eine Saison, in der sie nicht im Champions League-Finale standen. Das und quasi der komplette Einschnitt damals, als jeder Junge ein Ronaldo-Trikot haben wollte und ich das erste ergattert habe, wo Ronaldo schon den Verein gewechselt hat. Tja, noch als United-Trikot oder? Dann, Ja. oder? Ja, okay, Ja. bitte. Dominik hat es eben zum Einstieg schon anklingen lassen. Wir wollen heute so ein bisschen auf die UEFA-Regularien schauen, beziehungsweise so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, warum Trikots jetzt so aussehen, wie sie aussehen. Und dazu gehören ja nicht nur Regularien, die so ein bisschen den Rahmen vorgeben, sondern tatsächlich auch gewisserweise die Fans, ne? In Dortmund zum Beispiel. Genau, wir hatten uns ja schon mal über dieses super coole Puma-Template unterhalten und haben ja auch gemutmaßt, wie das Dortmunder Cup-Trikot aussehen wird. Wir können es ja mal so machen, also einmal in Kacke, Die ursprüngliche die Version. ursprüngliche Version und dann, Wobei das ja auch schon für Dortmund schon mal ein bisschen angepasst wurde, ne? Dass BVB 09 statt Dortmund drin es steht. war ein absoluter Verrat sowieso schon an den Fans, dass man gesagt hat, ja, also wir ändern das Trikot und dann war es von Dortmund auf BVB 09, also damit ging es schon los und dann war natürlich, deswegen bin ich auch heute hier doppelt mit Wappen vertreten, ein Trikot ohne Wappen ist kein Trikot. Ich bin mir nicht sicher, ob sowas auch in den Regularien drinsteht. Es sollte auf jeden Fall drinstehen, denn Puma hat doch wirklich den dreisten Versuch unternommen, einfach wie eine Art Wasserzeichen-Trikot, Wappen auf diesem Trikot zu etablieren, was man offensichtlich nicht sehen konnte und man aber trotzdem sagen konnte, es ist aber irgendwie da. So, und dementsprechend sind alle vollkommen zu Recht ausgerastet, mich eingeschlossen. Und tatsächlich eine Woche später musste auch Puma direkt wieder zurückrudern. Selbst der Vorstandschef Björn Gulden hat sich dabei zu Wort gemeldet und hat gesagt, okay, wir ändern es nochmal um. Und naja, ist es jetzt unbedingt besser geworden? Ich würde sagen, es ist zumindest, die Fans haben ihr Recht bekommen. Ja. Sage ich mal so. Und wie haben sie es gemacht? Haben sie einfach ein Edding rausgeholt und die Linie nachgezeichnet? Es oder? sieht mehr oder weniger so aus. Also es ist wirklich, die haben dieses Wasserzeichen, was sie hatten, einfach mit schwarz gemacht, also quasi in schwarz ausgefärbt. Und auf den Fotos, wir hatten uns ja schon unterhalten, die Produktfotos wurden einfach super schlecht nachretuschiert. Ja, also das sieht nach wirklich schwachen Photoshop-Skills aus. Ansonsten muss man, du hast es gesagt, es war so als Wasserzeichen, das war ja Wasserzeichen vorher schon da. Sie haben das ja auch bei allen anderen Vereinen, die eben dieses dritte Trikot bekommen haben oder Cup-Trikot, haben sie das ja so, das jeweilige Vereinswappen als Musterung in den Hintergrund gepackt. Und klar, für Aufregung hat es auch an anderen Stellen gesorgt. und auch für- Gladbach-Fans ja, waren genauso für sauer. Ja. Unverständnis, aber irgendwie richtig eine Wirkung hat es letzten Endes nur in Dortmund gehabt, ja, eine Konsequenz. Von daher finde ich auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall beeindruckend, wie sehr man dann doch gewissermaßen Einfluss nehmen kann. Wobei es ja trotzdem mit Ansage war. Also schon als die ersten Leaks vor, ich weiß nicht, 2, 3 Monaten aufgetaucht sind, wie gesagt, da war ja schon dieser erste Ärger, dass eben Dortmund als Schriftzug drin stand, anstatt BVB 09 oder dass eben dieser BVB-Schriftzug fehlt. Und dass das Wappen dann eben auch nicht zu sehen war, das hatte sich auch abgezeichnet, also nicht klar zu sehen war, dass das für Unmut sorgen wird und dann ja, ist Puma eigentlich so sehenden Auges so ein bisschen ins offene Messer gerannt. Ja, nicht nur Puma an der Stelle, muss ich sagen, weil Puma gesagt hat, es wird wahrscheinlich so aussehen. Dann hatten sie diesen Launch Day, hieß es ja, glaube ich, oder Puma Day, Ja. wo ganz viele Vereine rausgegangen Genau, sind. Nur Dortmund fehlte. Und dann
und das finde ich persönlich auch sehr dreist, zu sagen, wir sagen mal nichts. Wir machen keine Werbung, wie Dortmund sonst nie macht. Und wirklich, das muss man an der Stelle mal sagen, der Twitter-Admin von Dortmund, der ist ja hyperaktiv. Also theoretisch, die ballern pro Tag 5, 6 Tweets raus. Und dann, wenn sie ein Trikot haben, auch in den entsprechenden Videoclips. Wir kennen das alles. Ja. Nur bei diesem Cup-Trikot kam gar nichts. Selbst am Tag, als sie gegen Istanbul zum ersten Mal spielen mussten, kam nichts. So, das Problem für die Dortmunder Verantwortlichen war aber, dass natürlich auch die Youth League spielt und die Youth League muss in den gleichen Trikots spielen. Und dementsprechend wusste man schon ab 3:30 ungefähr, da wird die Hölle los sein. Und dementsprechend, also die Kommunikation, wie würde unser Kollege Helge sagen, auf Werder-Level, also wirklich absolut grottenschlecht. Man hätte direkt sagen können, Leute, so ist das Trikot, ist nicht schön, tut uns leid. So hat man es komplett mistig gemacht. Und Fun Fact, als Dortmund dieses Trikot dann trug, was unglaublich hohe Wellen schlug, zum gleichen Zeitpunkt spielte auch der AC Mailand in Liverpool. Ja. Die liefen einfach mit ihrem Gästetrikot rum. Das Die ist hatten clever. nicht mal das Third Kit. So, und deswegen, also das kommt dann nochmal dazu. Ja. Das sind irgendwie so ein komischer Marketingversuch von Puma gewesen. Natürlich, du darfst Ideen haben, alles gut. Wenn die Idee Mist ist, dann stampfst du wieder ein, ist ja auch okay. Aber dann noch sozusagen, also Dortmund die ganze Zeit so im Dunkeln zu lassen, weil sie genau wissen, das ist ein Riesenverein mit einer riesigen Fanbase und die dann so ein bisschen hinters Licht führen zu wollen und dann nochmal so eklig zu täuschen. Boah, also da hätte man wirklich... Da hat sich Puma eben auch selbst einfach hart ins eigene Fleisch Ja, aber geschnitten. Dortmund in dem Fall sogar noch mehr. Ja, auch. Und jetzt haltet euch fest, es wird besonders spannend. Wir kommen zu den UEFA-Regularien und zu einem Verein, dessen Trikot geändert werden musste, nicht weil der Sponsor was verhauen hat, sondern weil die UEFA was dagegen hat. Ja, es geht um Inter Mailand, um das Auswärtstrikot, was eben diese doch relativ schön platzierte Schlange als Musterung auf der Spielersicht rechten, eigentlich auch ein bisschen linken, Ja, beides. also ein bisschen beides, ne, eben platziert bekommen hat. Und das fand die UEFA überhaupt nicht in Ordnung. Die hat nämlich in ihren Regeln zu stehen, nämlich das besagt die Regel 808. Sehr gut. 808, ja. Dass eben eine Musterung, und das wird als Musterung gewertet, darf keine klar grafische Darstellung sein. Das heißt, es darf irgendwas, eine total zufällige Musterung sein, also Wie das Karos, Chelsea-Heimtrikot zum Beispiel. genau, weil zufälliger geht gar nicht, Ja, also genau. Karos, Streifen, was auch immer. Aber es darf eben keine klare Form ergeben, also kein klares Bild. So. Und in dem Fall ist es ja sehr klar diese klassische Bischione, wie wir es bei Inter ja schon mal erläutert haben, wie sie historisch Serie verankert 3 ist. für die Fans. Genau, die Serie A-Episode war das. Ja. Und deswegen musste eben Inter, während das in der Liga völlig in Ordnung ist, da dürfen sie das tragen, Einmal so. mussten sie das dann eben in der Champions League, weil da dann die UEFA-Regeln gelten und nicht die Serie A-Regeln, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden, mussten sie das eben anpassen und haben sie aber nicht komplett entfernt, die Schlange, sondern quasi ausgegraut in so einem, also ist wirklich jetzt nur noch sehr schwer zu erkennen, weil es eben so ein hellgrau auf weißem Grund ist, womit die UEFA dann allerdings fein ist, weil es eben wirklich wie so eine kaum zu sehende Musterung wirkt. Und interessant ist bei dem Punkt auch, dass Inter mit einem ähnlichen Trikot vor ziemlich genau 10 Jahren schon mal durchgekommen ist, oder mehr oder weniger durchgekommen ist, nämlich in der Saison 2010, 2011 hatten sie ebenfalls ein weißes Auswärtstrikot mit der blau-schwarzen Bischione so auf der Seite und auf dem Ärmel. Und seinerzeit war es eben in der Serie A auch kein Problem, dieses Trikot so zu tragen. Aber die UEFA-Regeln galten auch damals schon in der Form, wie sie jetzt gelten, zumindest bei dem Paragraphen. Und haben dann Inter zumindest dazu aufgefordert, den Kopf von der Schlange zu entfernen, sodass man eigentlich nur noch so eine gewundene Linie hatte und jeder wusste eigentlich trotzdem, dass es um diese Bischione geht. Für die UEFA war das dann allerdings so in Ordnung ohne Kopf, weil so waren es dann eher Linien als eine Schlange. Wir bleiben bei dem unfassbaren Partythema UEFA-Regularien und nehmen uns gleich den nächsten Verein vor, der sowieso ganz schön zu kämpfen hat und jetzt auch noch Trikotprobleme hat. Ja, ne, ist blöd, wenn man schon mit den Gegnern so enorme Probleme hat und jetzt sich auch noch mit der UEFA quasi anlegt. Es geht um den FC Barcelona, der bis jetzt noch nicht sein Trikot anpassen musste. Es geht um das Away-Trikot, genau dieses schöne lilafarbene mit eben, und da wird's besonders mit den reflektierenden Logos, also vor allem mit dem Vereinswappen. Und bis jetzt haben sie es in der Champions League noch nicht getragen, sind noch drum herum gekommen. Aber Regel 804 von der UEFA besagt, dass kein
nichts an einem Trikot, was in der Champions League getragen wird, kein Material, darf irgendwie reflektierend oder es darf nicht reflektierend sein oder die Farbe verändern unter dem externen Einfluss von anderen Materialien wie eben zum Beispiel Licht oder auch Wasser wird auch mit aufgeführt, ist schon ganz schön speziell. Das fand ich schon sehr seltsam. Man kennt so von diesen farbverändernden Badehosen, wenn sie ins warme Wasser eingetaucht werden, ne, sollte man besser nicht einpinkeln. Das dürfte man also auch nicht machen, aber das ist ja bei Barcelona erstmal nicht der Fall. Es geht darum, dass eben dieses Wappen, und das ist ja vor allem das, was ich ganz cool fand, eben so je nachdem, von welchem Winkel man aus drauf schaut, die Farbe eben verändert. Und das ist eben wieder der UEFA-Regeln, weshalb das wahrscheinlich angepasst werden müsste, wenn Barcelona dieses Trikot dann in der Champions League mal trägt. Wie gesagt, bis jetzt haben sie es noch nicht gemacht. Und aktuell ist ja auch so ein bisschen in der Schwebe, wie lange sie tatsächlich in der Champions League dabei sein werden. Beziehungsweise rein theoretisch auch in der Europa League, falls sie dann absteigen sollten, wo dieselben Regularien gelten dann. Das ist ja auch ein UEFA-Wettbewerb. Auch UEFA, genau. Genau. Und das ist auch deswegen jetzt ein bisschen pikant. Also wir wissen noch nicht, ob es tatsächlich so kommt, aber rein theoretisch sind die Regeln da klar, es müsste geändert werden. Man muss kurz dazu sagen, also wir haben uns das auch nicht ausgedacht. Falls ihr das nachschauen wollt, wir können euch den Link ja mal in den Shownotes unten mit reinhauen. Es dauert sehr lange, es hat ein Windows 98 Gefühl, es ist eine schöne Zeitreise, aber die Regeln gibt es tatsächlich. Genau, wer da Bock hat, sich durch so ein 60-seitiges Dokument zu arbeiten, also viel Spaß. Ja, Go for it. Auf Englisch logischerweise auch, mit Fachtermini. Das ist maximaler Spaß. Und um aber da mal noch einen interessanten Plot-Twist mit einzubringen, ja, hast du schon so eine gewisse Verschwörungstheorie da gewittert. Ja, vollkommen richtig. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass PSG, ich glaube 2015, 16 hatten wir 16, 17? Oder 16, 17, das sogenannte Third Kit auf den Markt brachte. Und wir haben uns extra für euch nochmal schlau gemacht. Sie hatten es auch unter anderem bei der legendären Pleite dann gegen Barcelona. Dieses legendäre 1:6. Aber auch vorher schon gegen Ludogorets Razgrad. Die Älteren werden sich erinnern. Und vielleicht fällt euch dabei auf, dass das Swoosh und auch das Club-Logo ebenfalls fluoreszierend sind. Das heißt, diese Regeln müssen entweder vorher geändert worden sein. PSG hat durch andere Argumente das irgendwie überzeugt. Ja. Oder die UEFA hat nicht genau hingeschaut. Oder die UEFA hat nicht genau hingeschaut, weil man dachte, PSG ist doch eh nur ein kleiner Nischenclub, der nach 2 Jahren wieder verschwunden ist. Weit gefehlt! Und dementsprechend also eine interessante, pikante Anekdote zu diesem Thema. Wir wechseln offiziell zwar den Wettbewerb, bleiben aber in der Königsklasse der Trikots, denn es geht um das Trikot von Venedig, beziehungsweise ja Venezia, aber you know what I'm talking about. Und auch eine, wie soll ich es denn nennen? Paragraphenreiterei? Schon, ja. So muss man es bezeichnen. Also ich meine, dieses Trikot ist wahrscheinlich so eines dieser Trikotsatz, alle Trikots von Venezia sind ja unfassbar. Wir können ja auch nochmal hier kurz drauf schauen. Heimtrikot, Auswärtstrikot, drittes Trikot, so wie sie vorgestellt wurden. Absolute Schönheiten. Unfassbar. Also wir hatten es ja noch gar nicht thematisiert bisher, weil wir immer ein anderes Thema. Wahnsinn! Ja, also es ist wirklich, also auch Wahnsinn. komplett Fußball-Twitter, auch jetzt ohne das irgendwie böse zu meinen, aber auch einfach Fußballfans, die sich einfach sonst gar nicht so für Trikots begeistern, wie die auch total gehypt waren beim Anblick dieser Schönheiten. Und dann kommt die Serie A und sagt, nee, so nicht bei uns, Aufsteiger, ne? Und zwar galt als Problem, dass Venezia einerseits normal, wie das so beim Fußballverein eben ist, wenn es nicht Dortmund in der Champions League ist, hier groß das Logo hat, das Vereinswappen, und dann eben darunter anstelle eines Sponsors den Venezia-Schriftzug. So, und Venezia meinte dann, das ist quasi unser Sponsor, das ist nicht als Alternative zu unserem Vereinswappen gemeint. Da wird es dann nämlich zum ersten Mal tricky. Richtig, und die Serie A meinte dann, nee, ihr habt in der Vergangenheit schon mal den Schriftzug genutzt, eben anstelle des Wappens, und deswegen interpretieren wir das genauso. Und die Regeln in der Serie A besagen, es darf nur, also das Wappen oder ein alternativer Schriftzug, darf nur einmal auf dem Trikot vorkommen. Und die Serie A zählt folglich auf dem Trikot, auf den Trikots, so wie sie vorgestellt wurden, zählen sie eben 2 Wappen bzw. Schriftzüge, nämlich also eben den Schriftzug und das Wappen. So, deswegen durfte Venezia dann anfangs hat Venezia das Trikot an den ersten, ich glaube 4 Spieltagen war es? Dritte. An den ersten bis zum dritten. Genau, an den ersten Spieltag. Entschuldigung, genau sowas. Eben die Trikots ohne Vereinswappen getragen. Und dieses Wappen ist ja auch wunderschön. Das ist wirklich so schön. Auch nochmal dazu sagen. Genau, auch so harmonisch. Also sowieso auch, wie es einfach in dieses ganze Trikot passt. Und so hat man dann so
so eine leere linke Seite auf der Brust. Man sieht, das wollte ich dazu noch kurz sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel hier drauf schaut, Ja. es fehlt halt auch wirklich offensichtlich Es fehlt was. definitiv was dann, ja. Und am 4. und 5. Spieltag hat sich Venezia dann gedacht, Können wir auch. Ja, also wir hacken das System, wir dribbeln das System, Ja. indem sie einfach dann versucht haben klarzumachen, dass dieser Venezia-Schriftzug nicht sich auf den Verein bezieht, sondern auf die Stadt und haben als Musterung in diesen kompletten Venezia-Schriftzug die 1600 eingearbeitet, also weiß ich nicht, 100-fache Ausführung, eben ganz klein gedruckt, um sich auf das Gründungsjahr der Stadt zu beziehen, zumindest so wie sie dann heute vorhanden ist. Ich glaube, Venedig gibt es schon ein bisschen länger. Ja. Und hat das eben 2 Spieltage lang so getragen. Die Serie A hat am Ende dann jetzt trotzdem gesagt, nee, das ist trotzdem das bezieht sich auf euren Verein, nicht auf die Stadt. Weshalb Venedig jetzt für den Rest der Saison in der Liga eben doch wieder ohne Vereinswappen, also hier oben dann auflaufen wird und stattdessen dann immer den Venezia-Schriftzug weiterhin tragen wird. Die Blutgrätsche der Bürokraten. Ja, und das bei so einem schönen Trikotsatz, also da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Das auch noch in Italien. Ja. Nach den ganzen staubtrockenen Regeln jetzt endlich mal wieder eine kleine, kurze, nette, bunte Kategorie der Full Kit Ranker und diesmal sogar mit 2 Leuten. Wir gucken uns aber nur eine Person an. Genau, wir schauen nach Norwegen und da haben wir diesen Herrn gefunden, der uns das Heimtrikot von den Norwegern aus dem Jahr 2015 präsentiert. Kurzer Funfact, das ist das erste Nike-Trikot, was die Norweger bekommen haben. Seit 2015 sind sie bei Nike. So. Und von dem, was man sieht, ist es sehr komplett. Also ist das Heimtrikot mit der passenden Hose. Die Stutzen sehen wir leider nicht, was könnte man jetzt sagen, spricht für Minuspunkte. Aber dagegen würde ich halten, dass wir daneben noch einen Schiedsrichter haben, der halt einfach ein schönes, komplettes Schiedsrichter-Outfit trägt, auch wenn wir hier wieder nicht die Stutzen sehen. Und eine rote Karte noch. Und eine rote Karte zeigt, genau. Deswegen würde ich diesem Trikotsatz hier nicht die rote Karte zeigen. Sehr gut. Und auch nicht die gelbe Karte, sondern einfach 10 von 10 Punkten geben. Damit sind wir schon wieder bei der Storytime angelangt und dir gehört die Bühne, ja. Dankeschön. So hänge ich das gute Stück mal hin. Bunt bleibt es. Ja. Ich war ja kürzlich im Kroatienurlaub. In Split. So, lege ich jetzt gleich mal los. Und wie das so ist, man schaut immer nach Mitbringseln für Freunde, für Familie. Oder für sich selbst. Und findet auch immer was in der Regel. Und dann will man natürlich aber auch sich selbst ein Erinnerungsstück mitbringen. Und da dachte ich mir, so ein Trikot, das wäre doch ganz schön. Zumal ich das ist das Heimtrikot von den Kroaten, das aktuelle, also was sie zur EM unter anderem getragen haben. Und ich finde seit eh und je, finde ich diese Karo-Musterung bei den Kroaten, das finde ich wunderschön. Ich war auch schon vor 3 Jahren mal in Dubrovnik, habe damals schon vergebens nach einem nicht gefälschten und preislich vernünftigen Heimtrikot von den Kroaten geschaut, hatte keins gefunden. Tatsächlich gab es in Dubrovnik, in den Läden, in denen ich war, nur gefälschte Trikots. Das fand ich sehr enttäuschend. Wow. Okay. Und auch in Split musste ich wirklich sehr lange suchen, um tatsächlich dann endlich mal ein aktuelles Kroatien-Trikot zu finden, was nicht gefälscht ist, was preislich was in der passenden Größe ist. Also ich war an einem Tag waren wir in einer Mall, so ein Shopping-Tag quasi gemacht, und da waren, ich weiß nicht, 4, 5 Sportläden drin und ich habe unten einen Nike und einen Adidas Store noch. So im Adidas Store logischerweise findet man kein Nike-Trikot. Da wird's eng, ja. Aber da habe ich eben diverse Sportläden abgeklappert und man hat sie bestenfalls die Kroatien-Trikots, obwohl sie ja immer noch relativ aktuell sind, entweder in Kindergrößen gefunden oder so in XXX und XXL. So. Ja, wird eng. Ja, ist dann doch ein bisschen knifflig für mich. Und im Nike Store bin ich dann glücklicherweise aber erst im 2. Anlauf fündig geworden. Da hingen vorne auf einer Extrastange hingen eben die aktuellen Heimtrikots noch zusammen mit ein paar Trainingstops, glaube ich, und einer Trainingsjacke. Und als ich das erste Mal reingeschaut habe, war irgendwie eine L, eine XL und Kindergrößen vorhanden. Und ich trage halt eine M und dann bin ich halt enttäuscht wieder raus. Und als ich dann, ich weiß nicht, bestimmt so 3 Stunden später oder so, nachdem ich noch in diversen anderen Shops war, bin ich dann nochmal in den Nike-Shop reingegangen und habe gesehen, jetzt hing auch eine M da, war runtergesetzt auf knapp umgerechnet 50 €. Und da habe ich dann zugeschlagen. Ich hatte noch gefragt, ob sie es mir auch beflocken. Haben sie dann nicht gemacht. Und deswegen ist die Rückseite auch, man sieht es hier,
blank, in dem Fall sogar größtenteils karofrei. Ja, mein schönes Mitbringsel für mich selbst aus meinem Split-Urlaub. Quiz? Jan. Kürzer geht's nicht. Trikot. Dominik. Ja, so viel zu unserem minimalistischen Dialog. Dominik überlegt schon mal, nächste Woche löst er dann auf. Gucken, ob er diesmal richtig liegt oder ob es vielleicht mal wieder knapp daneben ist. Ja. Wir werden es sehen. Wir bedanken uns auf jeden Fall wie immer für euer Interesse. Liked und kommentiert gerne, teilt, was auch immer. Ganz egal. Schickt uns Full Kit Wanker Fotos. Ja. Ja, das war's, ne? Ja. Ciao, tschüss.